Ach, du wärst tot und ich könnte dich entsorgen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ist irgendwas? Da war was auf deiner Wange. Was denn? Hast du nichts bemerkt? Doch, juckt noch so komisch. Was war's? Sag schon. Lieber nicht. Käfer? So ein fetter, hässlicher Käfer? Oder eine von diesen ekligen Spinnen, die hier rumflitzen? Glaub mir, das willst du wirklich nicht wissen. Gibt schon ein paar Mistviecher hier draußen. Was ist denn jetzt so komisch? Nichts, ich bin morgens immer gut gelaunt. Aha. Hab ich was verpasst? Nein, sicher nicht. Ich glaube, ich weiß, was dein Problem ist. Kaffee. Du brauchst Kaffee und ich brauche Kaffee. Wir brauchen alle Kaffee. Wo sind wir? Komm schon jetzt, sei vernünftig, mach mich los. Das könnte dir so passen. Mir ist Speichel über meinen Kopf, Mann. Möchtest du ein Schmerzmittel? Glaubst du, du verstehst es besser mit deinem klaren Kopf? Was hast du vor? Wirst du bald erleben. Verdammt nochmal, mach mich los! Damit du dich wieder zwischen Lydia und mich stellst? Sebastian, der große Retter in der Not. Vergiss es! Bleib so lange verschwunden, bis sie dich vergessen hat. Und endlich begreift, dass sie mich liebt. Lydia hat sich von dir getrennt. Das hat nichts mit mir zu tun. Sie wird nie zu dir zurückkommen, egal was du mit mir machst. Halt deine Klappe, du mieser Lügner! Wenn Lydia nicht zu mir zurückkommt, dann ist das deine Schuld. Dann wirst du ihr verrotten. Du bist krank. Aus diesem Loch kommst du nicht mehr raus. Ich habe heute beim Frühstück Prinzessin Luise vermisst. Ist alles in Ordnung mit ihr? Sie hat eine alte Schulfreundin besucht und dort übernachtet. Ariadne von Stechow, die Tochter des Schweizer Botschafters. Ach ja. Oh, das wird sie wohl sein. Wir sind ja auch soweit klar. Dankeschön. Guten Morgen. Na, haben Sie gut geschlafen? Ja, danke, Maria. Ariadne und ich, wir haben uns glänzend unterhalten. Wann werden Sie denn wieder hier sein? Naja, es ist so... Ariadnes Eltern haben mich zum Mittagessen eingeladen. Sie denken doch aber an den Termin mit Gräfin Carla und dem Restaurator? Aber der ist doch erst heute Nachmittag. Deshalb habe ich die Einladung angenommen. Ist das nicht in Ordnung? Doch, sicher. Aber seien Sie pünktlich. Keine Angst, ich bin rechtzeitig da. Wie hat er eigentlich auf das Geschenk reagiert? Er hat sich gefreut. Und wie? Hat mir zumindest der Bote erzählt. Auf jeden Fall alle. Frisch. Ich muss leider Schluss machen. Luise? Ich muss schon sagen, Degenhardt hat wirklich einen erstaunlich guten Riecher. Mit diesem unvorhergesehenen Putsch sind unsere Rohstoffpapiere durch die Decke gegangen. Und haben uns ein paar Millionen in die Kriegskasse gespielt. Bin gespannt, ob seine nächsten Deals genauso lukrativ sind. Sie klingen auf jeden Fall vielversprechend. Ja, vielversprechend und illegal. Hauptsache, die Rendite stimmt. Ich glaube, er hat eine ganz gute Nase für lukrative Transaktionen. Ich werde ihm trotzdem mal auf den Zahn fühlen. Ich will einfach kein unnötiges Risiko eingehen. Ach, das wird doch nur Carla.
Und zwar ohne davon zu merken. Ja, es ist schon ganz gut, meiner Schwester mal richtig Dampf zu machen. Sie und Elisabeth haben sich lang genug in der Holding aufgespielt. Das ist die Mailbox von Sebastian von Lahnstein. Nachrichten bitte nach dem Signal tun. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Sebastian, hier ist Lydia. Bitte melde dich doch endlich. Warum meldet er sich nicht? Du machst dir Sorgen um Sebastian? Ja, und wie? Es passt überhaupt nicht zu ihm, einfach zu verschwinden oder irgendwas zu sagen. Beruhig dich. Solange er sich nicht meldet, ist alles okay. Ich meine, wenn ihm wirklich was passiert wäre, hätten uns die Lahnsteins längst benachrichtigt. Ich mache mir ja nur Sorgen um ihn. Dass er nochmal zu Jens wollte und der ist im Moment... David, der ist unberechenbar. Es könnte 1000 Gründe geben, warum er sich nicht gemeldet hat. Vielleicht hat er irgendwo sein Handy liegen lassen. Ansgar und Tanja planen immer irgendwas. Aber sie haben doch nichts gegen uns in der Hand. Ganz egal, mit wem sie Geschäfte machen. Ach, Carla, bist du da nicht ein bisschen sehr naiv? Ich habe die Mehrheit in der Holding. Was ist, wenn dieser Unbekannte die geeigneten Mittel in die Hand bekommt, um für uns gefährlich zu werden? So weit muss es ja nicht gleich kommen. Trotzdem, Carla, wir sollten ja nicht tatenlos zusehen. Wir wissen doch noch nicht mal, mit wem sie Geschäfte machen. Stimmt. Aber die beiden haben keine Ahnung, wie wenig wir wissen. Wir sollten offensiv vorgehen. Ja, das heißt konkret? Ich werde Ansgar zur Rede stellen, als wenn ich seinen Plan kennen würde. Vielleicht verplappert er sich und gibt mir einen Hinweis, wer dieser geheimnisvolle Unbekannte ist. Schön, dass du deinen Termin verschieben konntest. Ja, es war gar nicht so einfach. Was machst du eigentlich? Ich wechsel den Benzinschlauch aus, der ist schon ziemlich brüchig. Nein, ich meine beruflich. Weißt du, ich wundere mich nur. Manchmal kommt es mir so vor, als hättest du alle Zeit der Welt und dann plötzlich, von einem Moment auf den anderen, hast du irgendwelche dringenden Termine. Ich bin sozusagen selbstständig. Jeder Termin verlangt meine vollste Aufmerksamkeit. Auch wenn ich kurzfristig gebucht werde. Welche Branche ist denn das? Darüber rede ich nicht so gern. Es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich auf eine Art und Weise Geld verdient, über die ich nicht so gerne rede. Auf jeden Fall komme ich viel rum und musste entsetzlich viele Leute kennenlernen. Ich glaube nicht, dass wir dieselbe Branche meinen. Und ich erst recht nicht. Ja, dann belassen wir es einfach dabei. Obwohl es mich schon interessieren würde. Höchstens, wenn wir beide gleichzeitig oder noch besser. Du zuerst. Ja, klar, wollte ich ja auch gerade vorschlagen. Wie gemein von dir, meine Gutgläubigkeit so ausnutzen zu wollen. Na, weißt du was? Ich schlage vor, wir behalten von nun an unsere kleinen Geheimnisse für uns. Und ansonsten brauchst du nur noch das hier. Dann kannst du mich anrufen, wenn du hier hinkommen willst. Wäre doch schade, wenn du den weiten Weg völlig umsonst auf dich nehmen würdest. Ansgar? Ansgar, Tanja, ist jemand da? Nur herein, hier sind wir ganz ungestört. Ich bin beeindruckt, hier wird ja jeden Tag eine Kiste mehr ausgepackt. Erstmal müssen die Außenstände stimmen, dann kommt die Inneneinrichtung. Sebastian von Lahnstein. Haben Sie einen Termin? Nein, aber ich bin eine gute Freundin. Lydia. Falls Sie Sebastian suchen, der ist nicht da.
Haben Sie eine Ahnung, wo er steckt? Er hat doch nicht Urlaub genommen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Manchmal arbeitet er auch von zu Hause. Auf dem Schloss ist er nicht. Hat er einen Gerichtstermin? Ist nichts eingetragen. Sebastian ist schon seit gestern Abend spurlos verschwunden. Und niemand hat ihn seitdem gesehen. Naja, er war heute Morgen nicht beim Frühstück. Und Elisabeth hat erzählt, dass er sich nach einem Shooting in Namibia erkundigt hat. Er wollte den Job einem Freund vermitteln. Der Fotograf ist? Genau. Ich hab's gewusst. Jens war der Letzte, der Kontakt zu Sebastian hatte. Was ist denn los? Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Wie schön, dass wir unsere Feindschaft begraben haben und jetzt zusammenarbeiten. Dazu müssten Sie erst mal die Karten auf den Tisch legen, Degenhardt. Warum denn so schroff? Wo ich mich doch aus reiner Nächstenliebe an Sie gewandt habe. Ja. Genug der Freundlichkeiten. Kommen wir doch mal zur Sache. Sie erinnern sich an meine Idee, ins Waffengeschäft einzusteigen? Nicht gerade die vornehmste Art, um ein Vermögen zu machen. Aber eine der lukrativsten. Irgendwo auf der Welt bringen sich die Leute doch immer gegenseitig um. Ist es da humaner, sie mit rostigen Macheten aufeinander losgehen zu lassen? Tja, ich fürchte, dieses Eisen ist mir zu heiß. Auch wenn niemand uns damit in Verbindung bringen wird, sondern nur Ihre Schwester Carla. Damit wäre sie als Chefin der Holding untragbar. Tja, sie müsste natürlich ihren Posten zur Verfügung stellen, um den Schaden für die Holding zu begrenzen. Und natürlich, um die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nicht zu gefährden. Was ist los? Ach, ich dachte, ich hätte was gehört. Also schön, Degenhardt. Ich bin interessiert. Schön, Sie so gut gelaunt zu sehen. Dagegen kann niemand etwas haben, nicht wahr? Eigentlich nicht. Es sei denn, Ihre gute Laune hat eine falsche Ursache. Was meinen Sie damit? Muss ich Ihnen das sagen? Sie haben also mit den Sterows geredet. Mich hinter meinem Rücken ausspioniert. Als ob das nötig wäre. Fürs Lügen hatte ich noch nie Talent. Gut. Ich war nicht bei Ariadne. Ich habe auch nicht bei ihr übernachtet und geschweige denn mit ihr zu Mittag gegessen. Ich muss Sie ja wohl nicht fragen, wo Sie waren. Sie ahnen es doch sowieso schon. Die ganze Nacht? Aber es ist nichts passiert. Wirklich. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen. Und trotzdem muss ich an Ihre Vernunft appellieren. Warum können Sie es mir nicht einfach verbieten? Was würde denn das nützen? Es ist Ihre Entscheidung. So oder so. Es war nie meine Entscheidung. Weder in ein Königshaus geboren zu werden, noch immer zu repräsentieren und in jede Kamera lächeln zu müssen. Luise, ich verstehe Sie ja. Sie hatten keine Kindheit wie andere. Es ist nur natürlich, dass Sie sich nun nach ein bisschen Abenteuer sehen. Ich gönne Ihnen diese Ausflüge, das können Sie mir glauben. Und trotzdem wollen Sie mir ausreden. Ich möchte nur, dass Sie sich die Konsequenzen bewusst machen. Aber ich bin so glücklich da. Warum können Sie mir das nicht lassen? Sie tragen eine große Verantwortung. Auch wenn Sie sich das nicht ausgesucht haben. Ich weiß. Bitte, bedenken Sie doch die Folgen Ihres Handelns in Bezug auf Ihren Vater und seine Gesundheit. Und auf Eduard und Ihre zukünftige Ehe. Ich verspreche es. Ich werde niemanden enttäuschen. Waffengeschäfte? Mit Adrian Degenhardt? Noch nicht mal davor schreckt er zurück. Ich meine, es gibt kaum einen anderen Menschen auf der Welt, den er mehr hasst. Ja, früher, da wäre mir noch Tanja eingefallen. Aber die beiden, die bilden ja inzwischen ein Team.
Ansgar, Tanja und Degenhardt, das ist eine gefährliche Mischung. Leider habe ich nicht genau mitgekriegt, worum es ging. Die wollen mir irgendwas in die Schuhe schieben, was mich meinen Posten kostet. Aber was denn? Ich meine, was habe ich denn mit Waffengeschäften zu tun? Solange die sich einig sind, sind sie gefährlich. Genau. Im Prinzip hassen sie sich. Und ich bin mir sicher, dass sie sich jetzt schon gegenseitig belauern. Ja, das stimmt, das ist keine Verbindung, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Ganz im Gegenteil. Genau da sollten wir ansetzen. Du hast recht. Wir müssen versuchen, sie gegeneinander auszuspielen. Ja, dann werden sie beschäftigt. Ja, ich fürchte, das reicht nicht. Die Idee ist gut, aber Ansgar und Tanja, die sind besessen von dem Gedanken, die Kontrolle in der Holding an sich zu reißen. Wenn es sein muss, dann schließen sie einen Pakt, bis sie ihr Ziel erreichen. Soll ich dir ein Stemmeisen borgen? Lass dich nicht von Gregor erwischen. Die Tür ist vor kurzem schon mal aufgebrochen worden. Hast du Sebastian gesehen? Wenn der hier war, dann wohl meistens wegen dir, oder? Judith, es ist mein Ernst. Ich mache mir Sorgen um ihn. Was ist denn los? Er war bei Jens und seitdem ist er verschwunden. Ja, und die beiden waren doch früher auch die besten Freunde. Der war aber auch noch völlig anders drauf. Der dreht in letzter Zeit immer mehr ab. Jetzt fängst du auch noch damit an. Wieso? Olivia meinte, dass Jens komisch drauf wäre. Sie wollte irgendwelche Fotos abholen, die er von ihr gemacht hat. Aber er wollte sie partout nicht in die Wohnung lassen. Hat ihr einfach die Tür vor der Nase zugeknallt. So, jetzt muss ich da aber rein. Vielleicht hat sie ihm was angetan und er hält ihn fest. Christian müsste doch einen Schlüssel haben. Ja, und wo steckt er? Arbeitet unten? Von Sebastian. Bin für ein paar Tage in München. Bin bei Jens Bruder, um mit ihm über ihn zu reden. Meld mich, sobald ich wieder in Düsseldorf bin. Sebastian. Siehst du? Ist doch alles in Butter. Hey. Ich hab Durst. Bin ja kein Unmensch. Kriegst du das zu trinken? Und was gegen deine Kopfschmerzen? Hm? Macht sich wenigstens Lydia keine Sorgen mehr um dich. Was glaubst du eigentlich, wie lange du Lydia und meine Familie hinhalten kannst mit irgendwelchen falschen SMS, ja? Lass mal meine Sorge sein. Komm mal runter! Kannst du mich nicht ewig festhalten? Irgendwann wird sich jemand fragen, wo ich abgeblieben bin, ja? Jetzt warten wir mal in Ruhe ab. Du brauchst Hilfe. Was soll das denn heißen? Ach, stell dich nicht blöd, du weißt genau, was ich meine. Und ob ich das weiß, melde ich für dich ganz nicht. Du wirst wie die Psychiatrie stecken, damit du dich an Lydia ranmachen kannst. Aber ich gehe nicht wie Klapse, klar? Wieso sollte ich denn auch? Jetzt, wo alles gut wird zwischen Lydia und mir. Hm? Wo willst du denn hin? Warum legst du denn so großen Wert auf meine Gesellschaft? Sie wird eine Vermisstenanzeige aufgeben! Das glaube ich nicht. Wieso sollte sie? Du bist doch bei meinem Bruder in München, das hast du ihr selbst gesimst. Ach ja, falls du um Hilfe rufen willst, bitte, tu dir keinen Zwang an. Menschen gibt's hier kilometerweit keine. Hm? Ja, dann wäre soweit alles geklärt. Oder haben Sie noch Fragen? Dann erwarte ich Ihren Kostenvoranschlag für die Restaurierung in den nächsten Tagen. Natürlich, Gräfin Lahnstein. Prinzessin? Danke für Ihre Mühen. Es ging schneller, als ich dachte. Zum Glück hatten wir eine Koryphäe dabei. Das hat die Angelegenheit ausgesprochen vereinfacht. Ich bitte Sie, das mache ich gern. Deine Gemäldesammlung ist so außergewöhnlich. Und ich bin mir sicher, dass sie durch die Restaurierung noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Was machen wir mit dem angefangenen Nachmittag?
Noch ziemlich früh. Ich würde vorschlagen, wir holen die längst überfällige Besichtigung der Holding nach. Das würde ich gerne, aber ich befürchte, ich kann nicht. Offiziell hätte unser Termin 2 Stunden länger gedauert. Ja, ich habe aber doch seit heute Morgen schon so schreckliche Kopfschmerzen und würde mich lieber gern zurückziehen, wenn ihr gestattet. Natürlich. Danke. Dass Sie mich noch mal einladen, das hätte ich auch nicht gedacht. Genauso wenig wie ich gedacht hätte, dass Sie sich mit Ansgar verbünden. Wie kommen Sie denn darauf? Sparen Sie sich das Theater. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Tanja und Ansgar Sie nur für ihre Zwecke missbrauchen? Wie rührend, dass Sie sich um mich sorgen, Gräfin. Aber seit ich volljährig bin, kann ich eigentlich ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ach ja. So gut wie damals, als Ansgar Sie in den Ruin getrieben hat. Das war ja nicht alleine, aber ich bin ja nicht nachtragend. Außerdem hätte ich dasselbe mit ihm gemacht, wenn ich die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Für einen größeren Waffendeal, da sollte man sich schon ein paar Sorgen machen, oder? Sie schaffen es doch immer wieder, mich zu überraschen. Können wir reden? Worüber? Über einen gemeinsamen Deal, wie Sie es nennen würden. Tut mir leid, aber ich bin es gewohnt, auf die Gewinner zu setzen. Und deshalb muss ich Sie enttäuschen. Ich habe meine Seite gewählt. Ihr Gespür fürs Geschäft war aber auch schon mal besser. Carla und ich, wir werden uns durchsetzen. Ja, wir haben einfach die besseren Argumente. Ah ja, tatsächlich. Und welche? Das Einzige, das Sie kennen, Geld. Egal, was Ansgar Ihnen bietet, wir bieten Ihnen das Doppelte. Hallo? Hier ist Katharina. Na, wieder mal ein Termin ausgefallen? Ja, so ungefähr. Bist du im Hangar? Ja, ich habe gerade angefangen, die Taumelscheibe auszubauen. Hast du daran gedacht, die Position der Bettverstellstangen zu markieren? Katharina, ich schraube nicht erst seit gestern an dem Ding hier rum. Was dagegen, wenn ich dir helfe? Nein, absolut nicht. Gut, dann bin ich in einer Viertelstunde bei dir. Bis gleich. Luise, na, hattest du große Sehnsucht nach mir? Eduard.